Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fly Universe Video. Heute seht ihr schon ungefähr, was wir vorhaben, oder am Thumbnail und Titels habt ihr sowieso schon gesehen. Wir machen heute mal wieder eine kleine Serverrundschau. Ich habe wieder probiert, eine Uhrzeit zu nehmen, die halbwegs fair ist. Ich habe aber tatsächlich heute und gestern auf Boroding auch mal die gesamte Anzahl der Shops angeguckt und einfach gemerkt, dass die sich kaum verändert. Also zwischen 20:30 Uhr und jetzt 3 Uhr nachts sind es plus minus 100 Shops. Das heißt, es scheint fast keine Rolle zu spielen, wann du genau das machst, weil die allermeisten Shops einfach mit NPCs eröffnet werden und die allerwenigsten Shops tatsächlich richtige Shops sind. Also die meisten sind halt Vendor-Shops, logischerweise. Ich meine, warum auch nicht? Warum sollst du dieses geile Feature, dass du deinen PC nicht mehr den ganzen Tag anlassen musst, nicht nutzen? Ja. Beziehungsweise du kannst ja auch einen Vendor-Shop machen und einfach leveln gehen. Also klar, die allermeisten Shops sind Vendor-Shops und deswegen spielt die Uhrzeit eigentlich keine wirkliche Rolle. Aber da ich das jetzt alles am Stück aufnehme, wäre es trotzdem theoretisch eine faire Uhrzeit. Ich meine, außer für Europäer theoretisch, aber wie gesagt, ich habe zumindest auf Boroding geguckt, dass es auf jeden Fall passt. Ich würde sagen, wir gehen von oben nach unten alle Server durch. Wir haben 2 Amerika-Server, 2 europäische und 6 asiatische. Und dann vergleichen wir die Zahlen. Also ich erkläre euch gleich noch genau, was wir eigentlich machen. Dann vergleichen wir die Zahlen noch mit dem letzten Mal und sehen, was sich verändert hat. Also, fangen wir auf Flarin an. Wir wollen jetzt einfach nur nachgucken, ja, weil es geht um die Aktivität der Server und der einfachste Weg, wie man das nachschauen kann, ist natürlich, was auf dem Server so los ist. Und das kann man einerseits mit der Rangliste, die ich ja regelmäßig veröffentliche, oder ich meine, ich veröffentliche nur die Daten letztendlich, die Daten sind auf der Website, die kann sich jeder jederzeit angucken. Aber ich fasse das ja immer in meiner Tabelle zusammen und schaue auch ein bisschen, was hat sich verändert und so weiter. Momentan sieht man da nicht viel, weil fast alle 165 sind. Aber wenn dann das Update kommt oder die Rangliste vielleicht mal auf Top 2000 erweitert wird, kann man da schon auch einiges ablesen, vor allem was eben die Aktivität angeht. Weil das aber halt nur ein Indikator ist halt der Shop-Indikator noch so ein zweiter. Und da geht es einfach nur darum, wie viele Shops gibt es, beziehungsweise wie viele Items in den Shops. Natürlich kann man das krass manipulieren. Keine Frage. Ich könnte jetzt hier 20 Shops aufmachen mit jeweils 20 Items und das Ganze um 400 Items boosten. Aber daran erkennt man schon, wie unwahrscheinlich das ist, dass das tatsächlich jemand macht. Weil ich meine, ich mache jetzt nicht 20 Charakter, 20 Shops mit 20 Items für so ein Video oder so. Und da ja auch keiner weiß, dass ich das jetzt aufnehme, macht das auch kein anderer. Normalerweise die Wahrscheinlichkeit, dass das also passiert, ist quasi fast 0. Aber theoretisch könnte man das natürlich manipulieren. Aber deswegen ist es ja auch wichtig, das im Kontext zu der Rangliste zu sehen, die halt eben noch weitere Daten liefert. Also, Flarin sind wir jetzt hier... Oh, okay, das ist lustig. Wir sind bei 1569 Items. Letztes Mal waren es 1529. Kann man also fast sagen, hat sich eigentlich nichts geändert. Das ist quasi eine Veränderung von 2%. Das ist quasi, oder es ist auch positiv, es ist plus 2%, aber es ist basically keine Veränderung, kann man eigentlich fast sagen. Ja, der Server ist leider nicht so aktiv. Ich habe schon mal ein paar Leute auch im Chat gehabt, in meinem Livestream, die hier gespielt haben. Und die haben sich auch ehrlich gesagt nicht sehr glücklich angehört, dass sie hier spielen. Ziehen wir weiter auf Mashpoi. Mashpoi stand letztes Mal sehr gut da, aber ich meine, ist klar, ich meine, eigentlich muss man fast sagen, es ist eigentlich gar nicht so gut, wenn man bedenkt, dass das Mashpoi ist, der nordamerikanische Server. In Nordamerika leben fast so viele Leute wie in Gesamteuropa. Entsprechend ist das eigentlich gar nicht so heftig, wenn man drüber nachdenkt. Vor allem spielen auch viele aus Südamerika mittlerweile auf Mashpoi, weil eben auf dem südamerikanischen Server Flarin eben nicht so viel los ist. Search Shop haben wir... okay. 8236. Das ist tatsächlich ein deutlicher Anstieg. Letztes Mal war Mashpoi auf Platz 2. Allerdings hatten sie da nur 6558 Items. Das heißt, höchstwahrscheinlich sind sie dieses Mal wieder auf Platz 2, aber deutlich gefestigter. Also das sind 1700 Items mehr. Das ist tatsächlich schon eine deutliche Steigerung nach oben. Das ist cool. Aber wie gesagt, ist auch logisch. Also was heißt logisch? Ich meine, theoretisch müsste Flarin abnehmen und Mashpoi zunehmen. Das wäre logisch. In dem Fall ist jetzt Flarin gleich geblieben. Gut, ich sage mal so. Besser, als wenn es abnimmt. Dass Mashpoi so einen krassen Zuwachs bekommen hat, das kann viele Gründe haben. Ich meine, jetzt nach dem FEC natürlich, die Leute sind auf alle möglichen Server gewechselt. Wird halt interessant, wenn wir das uns in der Zukunft immer weiter angucken.
Ja, dann ziehen wir weiter auf Totemia, müsste jetzt gleich der nächste sein. Ne, Borodeng ist der nächste. Okay, dann nehmen wir hier Borodeng. Borodeng. Da haben wir aktuell 4293 Items. Das ist tatsächlich auch mehr als letztes Mal. Damn. Sehen wir insgesamt, dass einfach das Spiel aktiver geworden ist und noch mehr Leute spielen? Das wäre crazy. Letztes Mal war Borodeng tatsächlich nur auf Platz 6. Da habe ich es aber auch zu einer relativ blöden Uhrzeit für Europäer wieder gemacht, das Video. Aber wie gesagt, das nimmt sich nicht viel. Also es sind höchstens vielleicht ein paar hundert Shops. Ich meine, gerade eben waren es tatsächlich noch 4300, als ich vor 20 Minuten geschaut habe, aber egal. Ich meine, es ist 3:30 nachts, ne? Also ja, es wäre nochmal plus ein paar hundert vielleicht, aber ist jetzt wirklich nicht so gewaltig. Es ist unter 10% auf jeden Fall, also nicht wirklich aussagekräftig oder nicht wirklich relevant. Letztes Mal waren es tatsächlich auch nur 3659 und wie gesagt, habe ich es zu einer ähnlichen Uhrzeit gemacht. Das heißt, auch auf Borodeng mehr los als noch bei der letzten Server-Rundschau. Dann, Totemia ist hier oben. Da habe ich sogar einen Level 30er Charakter. Yeah, my boy F-Coin-Styler. Dann schauen wir mal hier. Der steht jetzt nicht auf Channel 1, deswegen haben wir jetzt nicht so nochmal so einen individuellen Eindruck. Hier haben wir 6628. Ich suche gerade Totemia auf meinem Zettel. Okay, Totemia hat auch einen krassen Anstieg. 6628. Letztes Mal waren es 4316. Das heißt plus 2000 circa. 2300. Ja, ist nicht schlecht. Dann gehen wir auf die asiatischen Server. Hier wäre der erste in der Serverreihenfolge Klavan, dann nehmen wir den noch einfach. Die Zahlen waren letztes Mal echt niedrig, fällt mir irgendwie so auf. Also ich schaue gerade, was Platz 3 Klavan letztes Mal war. Oh, okay, nevermind, vielleicht zu früh gejudged, okay. Klavan haben wir 4988, letztes Mal waren es 4572. Das ist eher wieder ein ziemlich geringer Anstieg, auch nur so 10%. Weniger als jetzt bei vielen anderen Servern. Okay, und die waren letztes Mal tatsächlich Platz 3. Das wundert mich gerade, aber ja, die waren tatsächlich Platz 3 mit 4500 Items. Das fühlt sich jetzt gerade so ultra wenig an. Wir haben jetzt schon zwei Server, die mehr haben. Einer, der definitiv noch mehr haben wird. Crazy. Heißt aber wahrscheinlich auch einfach, dass viel mehr Leute dieses Vendor-Shop-System nutzen im Vergleich zu damals. Und wir haben jetzt ja auch... Achso, ja gut, okay, das ist vielleicht wirklich noch so eine Sache, die man dazu sagen muss. Also es sind grundsätzlich, also zu erwarten, grundsätzlich auf jeden Fall mehr Items, weil wir haben jetzt tatsächlich nochmal die Champion Coins geschenkt bekommen und genau diese Viecher, die man hier sieht, die Long Wings, genau das sind die Shop-Vendors, die jetzt jeder nochmal gratis sich holen konnte von den zusätzlichen Champion Coins, die sich viele Leute wahrscheinlich bisher noch nicht unbedingt geholt haben. Aber man hat ja nochmal 1800 Champion Coins geschenkt bekommen. Und man sieht allein hier, allein um diesen Aufzug rum, stehen gefühlt 10 davon rum. Also das ist tatsächlich vom Zeitpunkt her gar nicht mal so gut. Heißt aber auch, beim nächsten Mal, falls da nicht direkt so ein Event zu Ende gegangen ist, müssten die Zahlen dann wieder deutlich runtergehen. Ja, da habe ich tatsächlich gar nicht dran gedacht, dass das jetzt gerade erst passiert ist. Das war vor einer Woche ziemlich genau, oder? Wann haben wir die bekommen, die Champion Coins? Ja, vor 5 Tagen. Auf jeden Fall, ja, da habe ich tatsächlich gar nicht dran gedacht. Okay. Das heißt, allein schon deswegen müssten eigentlich alle Server mehr Shops haben, weil mehr Leute jetzt auf jeden Fall das Vendor-System grundsätzlich nutzen und auch gerade erst einen 15-Tage-Vendor mehr oder weniger geschenkt bekommen haben. Okay, La Wolf, der ist auch hier oben Level 30. Schauen wir mal. Hier müsste jetzt mit Abstand die meisten Shops sein, weil es der aktivste Server der ganzen Welt ist. 12.000 Items. Wow. 12.000. Das ist mindestens 50% mehr als alle bisherigen Server. Also plus 50% auf alle bisherigen Server oder sogar mehr als doppelt so viel. Das ist wirklich crazy. Das ist wirklich crazy, ja. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Wird dieses Mal definitiv auch Platz 1 sein. Ja, ich denke, das Ranking wird sowieso grundsätzlich ziemlich ähnlich sein wie letztes Mal. Maximal 1 oder 2 Veränderungen wahrscheinlich. Okay, 12.000. Dann haben wir als nächstes Mia müsste jetzt kommen. Genau, Mia. Ja, Mia war tatsächlich eher einer der schlechteren Server. Es war der zweitinaktivste Server letztes Mal. Schauen wir mal.
Sieht auf den ersten Blick... Ja gut, so schlecht sieht es tatsächlich gar nicht aus eigentlich. Sieht eigentlich halbwegs normal aus. Sieht aus wie Borodeng während dem FEC. Aber tatsächlich nur 1200 Items. Das ist bisher das wenigste tatsächlich. Und ist auch eine Abnahme. Und zwar um 300 Items tatsächlich. Da sieht man, selbst obwohl die jetzt erst diese Vendors geschenkt bekommen haben, und man sieht hier im Hintergrund auch direkt wieder 3 Stück direkt nebeneinander. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also man sieht sehr viele von diesen Vendoren. Ja. Das heißt, wenn die nicht wären, wären es wahrscheinlich sogar noch unter 1000. Weil diese Leute vermutlich sonst keinen Vendor hätten. Damn. Das ist heftig. Und von der Uhrzeit her ist für Klarfahren, also für die philippinischen, asiatischen Server, ist gerade vormittags, gut unter der Woche, ja, aber es ist zumindest tagsüber. Also grundsätzlich auf jeden Fall etwas besser, fairer als für jetzt europäische Server. Dann Rises. Oh, hoppla, na meint. Den Server links auswählen. Rises war tatsächlich ganz gut letztes Mal. Da war der Server aber auch noch relativ frisch. Ich weiß nicht, wie der sich mittlerweile entwickelt hat. Ich habe, glaube ich, nie wieder jemanden von Rises wirklich reden hören. Okay, hat tatsächlich zugenommen. Auch ganz ordentlich sogar. Von 4000 auf 5358. Damn. Von 4081 auf 5358 plus 1300. Gar nicht mal so bad. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Und dann haben wir noch 2... unaussprechliche. Einmal japanisch. Einmal der japanische Server, der war letztes Mal der letzte. Echt, weil wir echt noch hinter Genesee. Tatsächlich, sogar der französische Server. Wow, no way. Ach du heilige Makrele. Spoiler! 367 Items. Das ist definitiv wieder der letzte Platz. Alter. 367? Das ist crazy. Also 367, das ist halt gar nichts. Das ist ein Zehntel von den meisten, weniger als ein Zehntel von den meisten anderen Servern. Und selbst von den inaktiveren ist es gerade mal ein Drittel oder ein Viertel. Das ist wirklich crazy, wow. Ja, ist echt schade für die Japaner, die hier angefangen haben, die hier so ein bisschen reingebaitet wurden. Generell die japanische Community wurde so ein bisschen mit Füßen getreten in den letzten 10 Jahren, kann man fast sagen. Denen ging es echt nicht gut. Und deswegen wundert es mich eigentlich sowieso, dass es den japanischen Server überhaupt gegeben hat. Aber ja, die wurden hier ziemlich reingebaitet, würde ich mal behaupten. Und das wäre auf jeden Fall auf der Prioritätenliste der Server, die einen Merch verdient hätten oder unbedingt brauchen, um einfach nur zu überleben, definitiv Platz 1. Okay. Ja, und dann haben wir noch einen Server übrig. Und zwar den Taiwan-Server, a.k.a. China wahrscheinlich. Also ich denke, dass sie auch einige Chinesen spielen. Und der müsste auch ziemlich hoch im Kurs stehen. Letztes Mal tatsächlich nur Platz 7, aber der ist eigentlich ziemlich aktiv, der Server. Und ich denke, dass er, wenn überhaupt, aktiver geworden ist. Ja, sieht schon, naja, sieht nicht so ultra voll aus, aber doch schon ziemlich gut. Ich würde es mal schätzen 5000. 4500, verdammt. Aber es ist ein krasser Zuwachs, nämlich von 3300 auf 4568. Okay, dann haben wir einige Server, die doch ziemlich nah beieinander sind. Nur 2 Server, die sich ganz klar von allen anderen wegbewegen und sehr viele im Mittelfeld. Dann werte ich das mal kurz aus und dann haben wir nochmal ein finales Ranking. Okay, wir haben uns jetzt insgesamt 10 Server angeguckt und das ist das folgende Ranking. Platz 1 mit den, also wir gehen natürlich von meiste Shops oder meiste Items in den Shops bis zu wenigste. Das heißt, auf Platz 1 weiterhin, war letztes Mal auch so, mit 12.067 Items LaWolf. Auf Platz 2 mit 8.236 Items, weiterhin auf Platz 2 Mushpoi. Dann ein neuer Platz 3, Totemia mit 6.628. Letztes Mal war Totemia Platz 4 und Klarfan war Platz 3 mit 4.500. Jetzt ist Klarfan nicht mal mehr Platz 4, denn Platz 4 ist jetzt Rises. 5.358, letztes Mal Platz 5 gewesen. Dann haben wir auf Platz 5 Klarfan mit 4.988, die waren letztes Mal eben Platz 3, genau. Borodeng, Taiwan-Server auf Platz 6, die waren letztes Mal Platz 7, 3.302.
Borodeng auf Platz 7, die war letztes Mal Platz 6, also Taiwan und Borodeng haben die Plätze getauscht, sind aber immer noch nah beieinander. Borodeng mit 4293 und das war es dann mit den richtig aktiven Servern. Dann geht es deutlich runter, also wir haben dieses klassische Mittelfeld, wo die meisten Server sich befinden. Nach dem FEC kann sich das natürlich geändert haben, dieses klassische Mittelfeld. Ich habe jetzt das Ranking für diesen Monat noch nicht gemacht. Das kommt noch, beziehungsweise richtig glasklar wird es dann beim Update werden, ob sie diese Werte dann wirklich auch langfristig mit den Daten aus den Ranglisten decken. Vermutlich schon. Also bisher war es zumindest eigentlich immer so, dass das mehr oder weniger deckungsgleich ist. Genau, Platz 8, nämlich mit nur 1569 Shops ist der Flarin-Server, der südamerikanische Server. Das sind 2700 Shops weniger als auf Borodeng, also das ist schon viel weniger. Dann auf Platz 9 Mia mit 1251 und auf Platz 10 der japanische Server mit 367. Letztes Mal war der japanische Server sogar schlechter, also der japanische Server ist sogar einen Platz aufgestiegen. Letztes Mal waren sie nämlich Platz 11, jetzt sind sie Platz 10. Und warum? Weil wir jetzt einen Server weniger haben. Der Klafan-Server, der Genesys-Server ist weggefallen. Der französische wurde mit Totemia gemerged. Stimmt, das wäre auch noch ein Grund, by the way, dafür, dass Totemia deutlich besser dasteht als letztes Mal, da sie einen Server verschlungen haben seitdem. Habe ich tatsächlich ganz vergessen zu erwähnen. Und genau, das war eigentlich so der Unterschied. Also insgesamt, die insgesamte Shopzahl habe ich jetzt damals nicht ausgerechnet, mal jetzt ehrlich gesagt auch nicht, weil es offensichtlich ist stark gestiegen. Weil man, wie gesagt, dazu sagen muss, wir haben jetzt gerade echt dieses Vendor-Paket bekommen und man sieht es auf jedem Server stehen mindestens 10 von diesen dämlichen Longwing-Vendors. Also ein paar hundert Items pro Server auf jeden Fall. Da kann man doch mal ein bisschen was abziehen wahrscheinlich, dass wir jetzt gerade erst diese Vendor-NPCs bekommen haben. Hat jetzt hier natürlich die Zahlen ein bisschen geboostet. Aber alles in allem kann man sagen, die meisten Server haben auf jeden Fall eher gleich oder mehr Shops. Und nur wenige Server haben es tatsächlich geschafft, sich zu verschlechtern. Und wie gesagt, am schlechtesten da steht weiterhin der japanische Server und der hat sich wirklich nochmal enorm verschlechtert. Ich meine, trotz den Vendor, trotz kurz nach FEC, um 200 Shops weniger, ist schon ziemlich krass. Also das ist auf jeden Fall keine gute Entwicklung. Also wenn ein Server gemerged werden müsste, dann auf jeden Fall der jetzt auch viel dringender gehabt als der französische Server. Aber naja. Genau, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr fandet es interessant. Und dann hoffe ich, dass wir uns einfach beim nächsten Mal wiedersehen. Schaut auch im Livestream vorbei. Twitch-Links in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns bis dahin. Haut rein und ciao, ciao.